Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik und den Deep Dive in die Lyrics, in die Visuals, in die Melodien und alles, was sonst noch dazu gehört. Wir gucken uns hier psychologische Dynamiken an. Wir versuchen so viele Perspektiven und Layers wie möglich aufzuzeigen und zu entdecken. Und natürlich brauche ich dafür auch immer wieder eure Hilfe, weil auch ich kann nicht immer alles sehen. Genau. Wenn ihr da Lust drauf habt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann seht ihr bald mehr. Heute haben wir Ren Sunday. Ich freue mich. Jeden Sonntag wird es jetzt ein Video zu Ren geben. Ich bin recht vertraut mit dem Katalog von Ren. Ich komme nämlich gerade aus einer NF-Reaction. Es gibt auch die NF-Fridays. Von daher schaut auch da gerne rein. Genau, aber ich bin sehr vertraut auch mit den Ren-Sachen. Und es gibt einfach so ein paar Songs, die so viel beinhalten, so viel spannende Dynamiken, so viel Tiefe, so viel, was man sich anschauen kann, wo so viel Menschlichkeit drin ist, so viel Verletzlichkeit und so viel, was uns alle anbelangt, wo aber viel zu wenig drüber gesprochen wird. Und deswegen liebe ich Ren. Und heute widmen wir uns einem Song for Joe. Ich habe tatsächlich dieses Mal keine Notizen en masse, sondern tatsächlich dachte ich mir, ich gehe einfach so rein. Ich weiß sowieso, worum es geht. Und die meisten von euch wissen wahrscheinlich auch schon, worum es geht. Und irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, mir dazu Notizen zu machen und das irgendwie auseinander zu friemeln. Deswegen gehe ich einfach so rein und schaue, was mir in dem Moment einfällt und was ich euch sagen möchte und was mir wichtig erscheint. Kleine Warnung vorneweg. Wenn ihr mit dem Thema von Gedanken, das Leben zu beenden, selber spielt, in der Beschreibung findet ihr auf jeden Fall Hilfsangebote, sowohl in Deutschland als auch Amerika, als auch England. Werde ich euch welche reinposten. Dieses Video von Ren wird sich genau um dieses Thema drehen und wie sich das Gefühl anfühlt, wenn man jemanden verliert, der einem sehr nahe steht. Und wenn ihr merkt, ihr seid heute vielleicht nicht emotional auf dieser Welle unterwegs oder es könnte schwierig für euch werden, heute mit diesem Thema umzugehen, dann nehmt euch genau das, was ihr braucht und sucht euch was anderes. Kommt vielleicht später wieder und achtet heute auf euch und tut euch was Gutes. Genau. Und jetzt, ohne weiter zu reden, lasst uns in den Song starten. It's hard to take off from the ground when your wings are cut. Your stomach burns when you're drinking from an empty cup. You know the entire ocean came from my tear ducts. I see the world through Fibonacci sequences and double Dutch. I guess there's some that's born lucky, there's some that's not. I tried to cut away my bitterness, hatchet job. I locked my youth inside the trunk, inside the pickup truck, then dumped that whole thing over that same bridge the night you jumped. I think about that sometimes, vividly. What it felt like to look down and see tranquility. One sudden movement in a world of possibility. Only one movement to expose our fragility. I fucking miss you, and I miss myself. I miss thinking we were indestructible as hell. I miss chilling by the pier cave and kicking back with Callum, Hugo, Justin, Sega, Stevie and the fucking lads. I miss missing that. I numb myself to close the gap. I never even call them up. Distance is my plaster cast to tell the truth. The day you jumped, my childhood jumped too. But I still can't find the anger. All I find is missing you, man, I miss you.
with all my rhymes. I picture running 5 minutes quicker, I'm right on time. I picture pulling you back over the edge and then we're crying, and holding you, my brother, and telling you that it's fine, not the way that it worked. I was late like a jerk, there's not a day where I can find a way to break from the hurt. Your body missing, so we never got to wave to the hearse. I hope you're listening, I love you man, I miss you absurd, fuck. Another domino, it falls. Across the way another's born. How you're supposed to raise a child and give it courage from a storm. In a world that is confusing, contradictions pave our flaws. Some will say we're only human, others judge us for our flaws. Some get born in sheets of satin, some get by in tattered clothes. Some will die before they live, that's just how the story goes. But for those of us still with us, who reside inside our hearts, tell them proudly how you feel. And for those of us who aren't, freckled angels stand strong, freckled angels live on, freckled angels climb higher, freckled angels still inspire, freckled angels won't forget you, teach me to live my life better. 13 years and still I miss you, now my wings are missing feather. Otherwise I'd come and join you, but for now I'm here on earth, stuck inside this mortal body. But for everything it's worth, made me braver, made me wiser, made me stronger, made me true, made me face the world with courage, and that's all because of you. Freckled angels laugh the hardest, and their hearts, they are the largest. With their wings, they fly the farthest. So I know you're gonna be okay. Freckled angels live the longest, and their minds, they are the strongest. Oh, their friends, they are the fondest. So I know you're gonna be okay. Ich wollte es auf jeden Fall einmal durchspielen lassen. Ich hatte erst überlegt, ob ich zwischendurch einfach Pause mache, aber es fühlte sich nicht richtig an. Und ich glaube, ich würde es dennoch auch so machen, dass wir jetzt einfach nochmal verschiedene Sachen durchgehen. Aber meine ersten Gedanken, wenn ich diesen Song höre und wenn ich Ren sehe, singen höre, die Lyrics, wie er sich so verletzlich in dem Video zeigt, ne, dann ist da so viel Liebe in mir für Ren. Und ich sehe die Liebe von Ren für Joe so sehr. Und das ist das, was mich wiederum, was auch meine Liebe tief berührt. Lass uns mal vorne anfangen, bevor ich hier unsortiert loslege. So. Aber ja, los geht's. Dieser wundervolle Klavierpartner. Und dann dieses Panorama im Hintergrund. Mit den Lichtern. So wunderschön. It's hard to take off from the ground when your wings are cut. Your stomach burns when you're drinking from an empty cup.
You know, the entire ocean came from my tear ducts. I see the world through Fibonacci sequences and double Dutch. I guess there's some that's born lucky, there's some that's not. I tried to cut away my bitterness, hatchet job. I locked my youth inside the trunk, inside the pickup truck, then dumped that whole thing over that same bridge the night you jumped. Hier würde ich mal Pause machen. Da ist schon wieder so viel enthalten. Ich werde auch nicht auf alles eingehen, aber es ist so spannend, ne, wie er sagt, es gibt so einige, die sind born lucky, unter richtig guten Umständen geboren, was das auch immer jetzt bedeuten mag, ne? Das spielt ja dann immer in verschiedene Richtungen. Ob es hier darum geht, wohlverdienende Familie oder eine zumindest, die keinen Hunger leidet, wo man sich vielleicht mindestens die Grundbedürfnisse richtig gut leisten kann. Wo die Eltern nicht so viel emotionalen Ballast mitbringen, den sie auf das Kind ablegen. Wo das Kind vielleicht im Umfeld, Freundeskreis, Schule nicht zu schlimme Sachen erfährt. Genau, das wären für mich erstmal so die Top-Sachen. Und natürlich, klar, ganz groß im Umfeld, ne? Bist du in einem Kriegsgebiet geboren oder bist du in einem Land, wo Frieden herrscht? Aber ich glaube, er geht ja da später nochmal ein bisschen drauf ein. Zumindest habe ich das, glaube ich, so gehört. Und der zweite Part, dass er seine eigene Jugend mit verloren hat. Also, dass sie mit über die Brücke gesprungen ist, als Joe gesprungen ist. Und ich meine, ich habe ja auch schon den Song mit Chinchilla gemacht, How to Be Me. Und da geht es ja auch um Joe und was es mit Ren gemacht hat, beziehungsweise auch immer noch macht. Ne, wie es ihn immer noch beeinflusst und wie stark es ihn beeinflusst hat. Und manchmal ist es ja so, wenn etwas unerwartet kommt, wir nicht damit gerechnet haben, dass sowas passiert, dann trifft es uns noch viel, viel härter. Und wir können es nicht so gut verarbeiten. Wobei es auch schwierig genug sein kann, wenn wir wissen, dass es passieren könnte und es dann am Ende doch dann so kommt. Manchmal kann es eine Erlösung sein und manchmal ist es ein Schock, dass es wirklich passiert, weil man es eigentlich in so ein, ach naja, redet vielleicht nur oder wird nicht so schnell passieren oder was auch immer. Und ich weiß gar nicht, wie das war mit Joe, ob es Hinweise vorher gab oder ob es total unerwartet war. Das, was ich weiß, ist, dass Joe ihn vorher, glaube ich, noch angerufen hat und ihm gesagt hat, dass er auf der Brücke steht. Oder ein Kumpel hat ihm das gesagt, eins von beiden. Und Ren dann ja losgerannt ist. Aber da kommen wir noch zu. Ich würde es erstmal so stehen lassen und wir hören nochmal weiter. I think about that sometimes, vividly. What it felt like to look down and see tranquility. One sudden movement in a world of possibility. Only one movement to expose our fragility. Auch da, ne? Wie stark wir Menschen sind und was für ein Wunderwerk wir als Körper haben. Und gleichzeitig wie unglaublich verletzlich wir sind. Und wie schnell es vorbei sein kann. Und auch allein dieses One Sudden Movement zeigt ja eigentlich nur, bei Joe wird es ein Schritt gewesen sein. Ein Schritt nach vorne von der Brücke runter. Und es ist eine Entscheidung. Und manchmal ist es keine Entscheidung. Ne? So. Aber eine kleine Bewegung, eine kleine Entscheidung und zack. Vorbei. Und es ist erstmal ganz schön viel, weil wir uns eigentlich im normalen Leben nicht so wirklich mit unserer Sterblichkeit auseinandersetzen. Und dass er sagt, er hat immer wieder auch so seine Phasen, wo er selbst darüber nachdenkt. Es ihm gleich zu tun. So. Ich glaube, es gibt einige Menschen, die auch so einen inneren Teil in sich tragen. So eine kleine leise Stimme, die irgendwie sagt so, hey komm, der eine Schritt
auf die Straße und zack, der nächste LKW nimmt dich mit. Ist schon okay. Dann ist es halt vorbei. Und vielleicht wird die Stimme auch mal lauter und sagt, ey, ich halte das nicht mehr aus. Das ist mir alles zu viel. Ich bin überfordert. Bei Ren haben wir die Schmerzen, auch die Krankheit. Wo er auch in einem Interview immer wieder erzählt, ne, wie verzweifelt er in der Phase der Krankheit war. So. Und wie oft er da gedacht hat, er hält das nicht aus. Er muss es beenden. Er kriegt das nicht mehr hin. Das macht ihn verrückt. Und das sind die Momente, wo wir uns so ohnmächtig fühlen, wo wir das Gefühl haben, wir können nichts bewirken, wir können nichts verändern, wir hängen in etwas fest, was uns unglücklich macht. Und dann kann es sein, dass diese leisen Stimmen kommen. Das Gute in Anführungsstrichen ist, dass sie in der Regel auch immer wieder leiser werden. Dass wieder andere Phasen, immer wieder andere Zeiten kommen. Aber ja, wenn du diese Stimmen kennst und diese Stimmen laut sind, du bist nicht allein. Und du musst da auch nicht alleine durch. Es gibt richtig gute Hilfe-Hotlines, wie gesagt, in den Kommentaren, in der Beschreibung werde ich die verlinken, die Telefonnummern und die Internetseiten. Und auch hier in den Kommentaren seid ihr gut aufgehoben. Ich melde mich, ich reagiere auf jeden Fall drauf. Genau. Lasst uns weiterhören. Miss you, and I miss myself. I miss thinking we were indestructible as hell. I miss chilling by the pier cave and kicking back with Callum, Hugo, Justin, Sega, Stevie and the fucking lads. I miss missing that. I know myself to close the gap. I never even call them up. Distance is my plaster cast to tell the truth. The day you jumped, my childhood jumped too. But I still can't find the anger. All I find is missing you, man. I miss you. With all my rhymes, I picture running 5 minutes quicker, I'm right on time. I picture pulling you back over the edge and then we're crying and holding you, my brother, and telling you that it's fine, not the way that it worked. I was late like a jerk, there's not a day where I can find a way to break from the hurt. Your body missing, so we never got to wave to the hearse. I hope you're listening, I love you, man, I miss you, absurd, fuck. Entschuldigt. Man kann den Schmerz so sehr hören, ne? Und auch sehen. Und auch hier dieses Thema von Schuld und Scham, dass er nicht rechtzeitig da war, dass er es nicht geschafft hat. Immer wieder das Durchgehen im Kopf, was wäre, wenn ich doch rechtzeitig da gewesen wäre? Wie hätte es doch ausgehen können? Es hätte alles gut werden können, wenn ich doch nur. Und daraus entsteht so viel Schmerz, weil es natürlich nicht mit der Realität übereinstimmt. So. Und zum einen zieht er Trost aus diesen Geschichten, aus diesen Tagträumen, wo er es geschafft hat und dass dann alles gut gewesen wäre. Und auf der anderen Seite bleibt er damit in dem Schmerz und in der Schuld, dass er es nicht geschafft hat. Es ist so ein Zirkel, so ein Kreislauf, in dem er da drin bleibt. Und der ihm immer wieder Schmerz und immer wieder Leid zufügt. Und er scheint bis jetzt oder bis zu diesem Song zumindest noch keinen Weg rausgefunden zu haben aus diesem Kreislauf. Und es hat nicht besonders geholfen, dass sie den Körper nicht gefunden haben, trotz tagelanger Suche. Weil es denn nie diesen offiziellen Abschluss gab, auch wenn es eine Beerdigung gab. Aber es bleibt immer irgendwie wahrscheinlich diese ganz, ganz kleine Resthoffnung, dass vielleicht doch irgendwie er einfach nur weggegangen ist oder irgendwie keine Lust mehr hatte und vielleicht doch noch irgendwo am Leben ist. Oder es kann auch irgendeine andere Geschichte draus entstanden sein, die ihm noch viel mehr Schmerz macht. So. Aber ja, um nochmal zur Schuld zurückzukommen. Natürlich hat Ren keine Schuld. So, dass er zu spät gekommen ist. Es ist nicht seine Verantwortung gewesen. So schwer das manchmal zu verstehen ist. Aber die einzige Verantwortung, die existiert hat, war die bei Joe. Und Joe hat eine Entscheidung für sich getroffen. Und wir wissen nicht, ob er sie, wenn er weitergelebt hätte, oder ob er dann gesagt hätte, Gott sei Dank, dass ich noch lebe, dass ich das nicht gemacht habe. Oder ob er immer wieder zu dem Schluss gekommen wäre. Und ich kenne Joes Geschichte nicht.
ob es eine Rolle spielt, wenn Ren sagt, ne, manche sind unlucky born und andere lucky. Ob bei Joe das unlucky irgendwie gestimmt hat. Und ob es da eine Leidensgeschichte zu gab. Und dass Joe vielleicht Hilfe gebraucht hätte. Oder ob es irgendwelche anderen Gründe gab. So oder so. Hätte es sein können, dass Ren rechtzeitig ankommt und 2 Tage später hätte Joe es trotzdem beendet. Wir stecken nicht drin. Wir können da sein. Mit all unserer Kraft, mit all unserer Liebe. Wir können versuchen zu unterstützen, dass die Menschen sich Hilfe suchen, professionell. Und wenn wir selbst an so einem Punkt stehen, dass wir uns selbst Hilfe suchen. Weil bei allem, dass Freunde und Familie wichtig sind und Unterstützung und Halt geben können, sind sie dennoch auch limitiert, ne? Und sehr auch sind halt nicht ausgebildet im Sinne von, wie geht man damit um, wenn diese Gedanken kommen. Das heißt, die Unterstützung, die man als Freund bieten kann, ist limitiert. Genauso wie die Unterstützung, die du als professioneller Hilfe limitiert ist, weil du nicht diese freundschaftliche, liebende Verbindung zu deinem Klienten hast, wie es Freunde und Familie haben. Das heißt, es braucht alle Seiten, also beide Seiten, damit es funktionieren kann. Ja. Lasst uns nochmal weiterhören. I love you, man. I miss you, absurd. Fuck. Another domino, it falls. Across the way another's born. How you're supposed to raise a child and give it courage from a storm. In a world that is confusing, contradictions pave our flaws. Some will say we're only human, others judge us for our flaws. Some get born in sheets of satin, some get by in tattered clothes. Some will die before they live, that's just how the story goes. But for those of us still with us, who reside inside our hearts. Bevor wir in den Teil reingehen. Das ist das, was er am Anfang auch nochmal erwähnt hat mit dem Unlucky Born und Born Lucky. Das sind so viele unterschiedliche Umstände, in die wir geboren werden können. Und das fängt ja schon auch während der Schwangerschaft an. Was kriegen wir von unseren Eltern mit? Ist die Mutter besonders gestresst? Dann wird der Adrenalinspiegel im Blut der Mutter sich auch schon auf den Stresspegel des Kindes auswirken. Es wird schon im Bauch ein bisschen mehr in Alarmbereitschaft sein. Und das wird das ganze System mitformen, das ganze Nervensystem, wie es dann auf die Welt kommt und wie es die Welt erlebt. Und es kann sein, dass es einfach, wenn es trotzdem in gute Umstände geboren wird, einfach nur feinfühliger, sensibler ist. Es kann aber auch sein, wenn es dann in ungünstige Umstände geboren wird, schneller ein Schutzmechanismus, schneller Angst, schneller Panik hochkommt. So, und das vielleicht anfälliger ist für traumatische Erfahrungen. Also wo sich etwas, wo es nicht so gut verarbeitet werden kann, was das Kind erlebt, weil eben diese Grundfeinfühligkeit, Grundsensibilität schon vorhanden ist. Genau, und ich meine, je nachdem, in welchen Umständen wir geboren sind, bilden sich unsere Überzeugungen über das Leben, wie die Welt funktioniert, wie unsere Werte werden, was ist uns wichtig, basiert immer auf dem, was wir erfahren haben. Das, was wir nicht haben konnten, wollen wir haben. Das, was wir vielleicht zu viel hatten, ist uns nicht mehr so wichtig, weil hatten wir im Überfluss. Das, was uns Angst gemacht hat, das wollen wir nicht mehr wieder haben. Und das, was wir immer anderen geneidet haben oder wo wir das Gefühl hatten, das brauche ich jetzt noch, um glücklich zu sein. Danach, das packen wir ganz hoch auf unsere Werteliste. Ja. Und ich spule nochmal zurück. Ach so, genau, doch. Er hat noch gesagt,
Manche sterben schon, bevor sie überhaupt geboren werden. Auch das. Und es kann ja schon sein, wenn es noch ein kleiner Zellhaufen ist, aber eben auch schon im 7., 8. Monat, so, wo man das Kind wieder verliert. Manche sterben bei der Geburt, manche sterben während oder kurz nach der Geburt. Und das gilt sowohl für das Kind als auch für die Mutter. Da kann so viel passieren auch, wo wir gar nicht mit rechnen. Und ob wir hier über Fairness sprechen können, ist die Frage. Weil wie er so schön sagt, that's just how the story goes. So ist das Leben. Das Leben ist Veränderung und wenig Berechenbarkeit. Ja. Unter anderem habe ich deswegen meinen Job angenommen, weil ich so viele Jahre versucht habe, aus diesem Konstrukt von Leben, was so unberechenbar scheint, irgendetwas Berechenbares zu machen. Also indem ich es mir erkläre und da ganz viel tief forsche und ganz viele Zusammenhänge verstehe, um es mir immer mehr aufzuschlüsseln und immer mehr verständlicher zu machen, damit ich das Gefühl habe, dem nicht mehr so, ich weiß nicht, ausgeliefert, ist das richtige Wort? Dem ausgeliefert zu sein? Irgendwie sowas. Hat nur so semi-gut geklappt. Verstehen hat auch so seine Grenzen, was das anbelangt. Aber egal, lasst uns weiterhören. How the story goes, but for those of us still with us who reside inside our hearts, tell them proudly how you feel. And for those of us who aren't, freckled angels stand strong, freckled angels live on, freckled angels climb higher, freckled angels still inspire, freckled angels won't forget you, teach me to live my life better. 13 years and still I miss you, now my wings are missing feather. Otherwise I'd come and join you, but for now I'm here on earth, stuck inside this mortal body, but for everything it's worth. Made me braver, made me wiser, made me stronger, made me true, made me face the world with courage, and that's all because of you. Das finde ich so schön. Und das ist ja ein Teil aus dem Song Freckled Angels. Wenn ihr wollt, dass ich dazu auch nochmal ein Video mache, gerne in die Kommentare, sagt mir Bescheid, dann mache ich das. Aber es ist so ein schöner Part, weil es ist so, ich weiß nicht, wichtig, immer wieder auch zu gucken, okay, was kann ich auch Positives daraus mitnehmen? Ne? Und es geht hier nicht um diese toxische Positivität. So dieses, ich muss in allem was Positives finden und ich muss das alles positiv drehen. Darum geht es hier nicht. Aber er benennt es hier so schön, was es ihm im Leben gebracht hat, neben dem, dass er auch immer wieder diese Phasen hat, wo er die Stimmen hört, wo er auch denkt, ey komm, ich komme jetzt zu dir, reicht. Und gleichzeitig gibt es aber auch den Punkt, der ihn anscheinend dazu gebracht hat, mehr zu reflektieren, mehr sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, mutiger zu werden, vielleicht selbstbewusster auch zu werden, indem wie er auftritt und sich mit dem zu zeigen, wer er ist. Vielleicht, weil er mitgekriegt hat, dass entweder Joe das nicht geschafft hat oder nicht gemacht hat oder nur in einem ganz bestimmten Rahmen gemacht hat und dass das quasi so der Initiativmoment war, zu sagen, ich mache das jetzt. Ich mache es für Joe und für all die Leute, die leiden, dass ich damit nach außen trete und mich zeige und meine Gefühle zeige. Oder wenn Joe das auch schon gemacht hat in einem gewissen Rahmen, dann Joe als Vorbild zu nehmen. Und ich finde das so schön, wie er das quasi beides sehen kann. Den Schmerz und das Vermissen und die Schuld und die Scham. Und auf der anderen Seite, wo es ihn hingebracht hat, welche Werte auch daraus entstanden sind, welche positiven Eigenschaften, die er jetzt wiederum mit uns teilen kann und mit den wichtigen Menschen in seinem Leben teilen kann. Ja. Freckled angels laugh the hardest, and their hearts, they are the largest. With their wings, they fly the farthest. So I know you're gonna be okay.
Freckled angels live the longest, and their minds, they are the strongest. Oh, their friends, they are the fondest. So I know you're gonna be okay. Ja. Es gab hier zwei Sachen. Zum einen Freckled Angels. Die Engel, die vielleicht nicht perfekt aussehen, ne? Die Freckles haben, Flecken haben. Steht quasi für Menschen, die Probleme, Themen, Leidensthemen, Leidenswege haben, die nicht immer alles richtig gemacht haben oder ein schönes Leben gehabt haben. Und their hearts, they are the largest. Trifft es meistens, weil genau diese Menschen wissen, wie es ist zu leiden. Und sie legen unglaublich viel Wert darauf, andere Menschen ernst zu nehmen. Sie sind unglaublich gut in Empathie und in Achtsamkeit. Und haben meistens sehr, sehr große Herzen. So. Einfach weil sie so viel kennen und zum Teil vielleicht auch, weil sie sich selbst eigentlich auch diese Liebe wünschen und bräuchten. Und weil es ihnen aber so leicht fällt, durch die Empathie den anderen Menschen zu sehen, hinter die Fassade zu gucken und die Menschen einfach so zu nehmen, wie sie sind und ganz viel Verständnis zu haben. So. Genau. Und was war der zweite Punkt? Largest, with their wings they fly the farthest. So I know you're gonna be okay. Freckled angels live the longest. Ja. Freckled Angels live the longest. Ich glaube, hier geht es gar nicht um eine Zeitspanne in dem Sinne von Leben, sondern sie leben lang in unserem Herzen. Das sind die Menschen, die so warmherzig sind, die eine Geschichte haben, die Tiefe mitbringen, die einen Eindruck hinterlassen, die so freigebig lieben und geben aufgrund ihrer eigenen Geschichte. Haben meistens die Freunde, die auch dem ähneln, ne? So, und da ist eine Verbindung, die sehr, sehr stark sein kann. Vielleicht auch durch das Leid, ne? Dieses geteilte Leid, gegenseitige Empathie, gegenseitige Unterstützung. Und diese Verbindung, die hält auch über den Tod hinaus. Und das hält sie lange am Leben. So, ja. Ein ganz wundervolles Lied. Wie immer von Ren. Wenn ihr merkt, das Thema hat euch ganz schön angegangen, ihr wisst, ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben. In der Beschreibung findet ihr Links, wo ihr Support finden könnt, wo ihr offene Ohren finden könnt. Und auch Hilfe bekommt, wenn ihr sie wünscht. Und ansonsten zeigt euch gern mit eurer weichen Seite, mit eurer sensiblen Seite, mit eurer ängstlichen, verletzlichen Seite, mit all diesen Gedanken. Vielleicht auch einfach Freunden oder Familie, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt das. Die können auch den Rahmen und den Raum halten. Und wenn ihr sagt, nee, das geht gar nicht, genau, dann sucht woanders. Ihr werdet auf jeden Fall jemanden finden. Es ist niemand da. Ja. Und damit kommen wir zum Ende des Videos. Wenn euch dieses Video gefallen hat und meine Gedanken und das, was ich zu sagen habe, dann gebt mir bitte, bitte, bitte ein Like für den Algorithmus, damit der immer besser einzuordnen weiß, wem er meine Videos zeigt und mich ein bisschen mehr nach draußen bringt. Und ansonsten abonniert gern den Kanal, aktiviert die Glocke. Rant Sundays wird auf jeden Fall weitergehen. Es gibt NF Fridays und immer mal wieder am Dienstag wird es auch andere Künstler auf diesem Kanal geben. Auch da gibt es schon vereinzelte. Schaut gern vorbei. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch schon mal eine wundervolle Weihnachtszeit.
wenn ihr Weihnachten feiert. Und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.